finde es ja grundsätzlich in Ordnung, dass eine junge Frau wie du ihr Leben etwas sinnvoller gestalten will. Immer nur Fernsehen, Musik hören, Geld ausgeben und reiten ist wirklich nicht sehr abendfüllend. Ja, genau. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du das ernst gemeint hast. Es hat keinen Sinn, mir die Beziehung mit Gina auszureden. Sie ist meine Freundin. Und solange das so ist, wird das mit uns nicht. Ich wollte Gina ja auch nicht schlecht machen, aber du bist einfach nicht glücklich mit ihr. Bevor wir diese Geschichte glauben, sollten wir erstmal überprüfen, ob diese Frau Pfeiffer nicht recht haben könnte. Jan, du weißt ganz genau, dass die Knochenmarkspende nur möglich war, weil du Julias Bruder bist. Wer sagt denn das? Vielleicht geht das ja doch. Ist ja gut. Gina, du denkst doch jetzt nicht etwa wir. Es ist wirklich ganz anders. Ich habe nur... Ich habe gesehen, was du hast. Versuch jetzt bloß nicht, dich rauszureden. Aber Gina, das will ich gar nicht. Wir wollten einfach nur... Gina! Mierda. Ich bin gleich zurück. Die Hochzeitsfotos sind gerade gekommen. Der Fotograf hat sie hergebracht. Willst du sie sehen? Julia wird zurückkommen. Bin fest davon überzeugt. Ja, fragt sich nur wann. Ja, das wüsste ich allerdings auch gern. Wenn ich wenigstens wüsste, warum sie abgehauen ist. Ich frage mich ständig, ob ich nicht doch irgendwas falsch gemacht habe. Du hast nichts falsch gemacht. Es kann auch sein, dass ich unbewusst irgendwas gesagt habe oder getan habe. Das glaube ich nicht. Es gibt bestimmt ganz andere Gründe für ihr Verschwinden. Vielleicht war das alles zu viel für sie. Vielleicht wollte sie über alles nachdenken. Vielleicht auch nicht. Je länger ich drüber nachdenke, desto verrückter werde ich dann. Du solltest dich ablenken. Als Henning damals von heute auf morgen verschwunden war, da habe ich auch nur gegrübelt. Das Einzige, was mir wirklich geholfen hatte, war meine Arbeit. Ich kann mich jetzt nicht auf einen neuen Job konzentrieren. Es muss ja keine hochgeistige Tätigkeit sein. Du könntest zum Beispiel Dankesbriefe an deine Hochzeitsgäste schreiben. Um mich abzulenken. Mach, was du willst. Hauptsache, du denkst nicht mehr darüber nach. Davon kommt Julia auch nicht zurück. Du kannst natürlich hier auf Redenau bleiben. Zumindest bis Julia wieder da ist. So ganz allein in der neuen Wohnung, das ist nicht das Wahre. Natürlich ist es für einen guten Zweck. Aber ich kann nun wirklich nicht bei jeder Spendengala dabei sein. Das ehrt mich, aber dieses Jahr geht's wirklich nicht. Ja, Sie können mich gerne Anfang nächsten Jahres nochmal anrufen. Ja, wiederhören. Mann, war das eine Nervensäge. Wer war das denn? Dr. Schmitz von diesem Kinderhilfswerk. Und den wimmelst du einfach so ab? Bist du noch ganz bei Trost? Das ist ein einflussreicher Mann, der sitzt im Vorstand einer Bank. Den brauche ich noch ab und zu. Los, du rufst jetzt sofort zurück und nimmst seine Einladung an. Ich habe aber keine Lust, die Lottofee bei dieser albernen Tombola zu spielen. Mir ist egal, ob du Lust hast oder nicht. Es ist deine verdammte Pflicht. Als wir geheiratet haben, habe ich dir klipp und klar gesagt, was ich von dir erwarte. Und dazu gehören vor allem solche Auftritte. Los. Und sei diesmal gefälligst etwas höflicher. Gina, zum 100. Mal. Mit Jackie und mir ist nichts. Ich liebe dich. Und das habe ich auch Jackie gesagt. Und warum hast du sie denn abgeknutscht?
Ich habe sie nicht abgeknutscht. Und ich habe Augen im Kopf. Gina, ich habe ihr klipp und klar gesagt, dass nichts läuft. Und da hat sie angefangen zu weinen. Ich wollte nur ein bisschen nett sein und habe sie eben getröstet. Getröstet? Geküsst hast du sie. Aber das war doch nur ganz harmlos. Gina, ich will nichts von Jackie. Ich kann doch nichts dafür, wenn sie sich einfach so in mich verliebt. Natürlich kannst du was dafür. Ich habe doch selber gesehen, wie du mit ihr geflirtet hast. Du hast sie doch erst dazu ermutigt. So ein Quatsch, ich war selbst völlig überrascht, als sie es mir erzählt hat. Ich dachte, wir sind sowas wie Kumpel. Ja, Jackie ist auch der absolute Kumpeltyp. Mit der Frau kann man Pferde stehlen. Mit der Frau kann man prima Schmuck verkaufen. Gina, nochmal. Ich will nichts von Jackie, okay? Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Tja, wenn das so ist, dann wird es dir auch sicher nichts ausmachen, Jackie nicht mehr wiederzusehen. Ich soll was? Du sollst sie nicht mehr treffen. Und mein Schmuckgeschäft? Wer soll mir dabei helfen? Keine Ahnung. Aber du musst wissen, was dir wichtiger ist. Hi Jan. Bruderherz, hallo. Was schreist du denn so? Weil du anscheinend was mit den Ohren hast. Entschuldigung, ich war gerade in Gedanken ganz woanders. Darf man mal fragen, wo? Mir geht diese tote Pfeife einfach nicht mehr aus dem Kopf. Du glaubst doch nicht etwa ernsthaft an diese Babytauschtheorie. Ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sieht diese Ulrike Pfeiffer Clarissa verdammt ähnlich. Prinz Eisenherz sieht Clarissa auch ähnlich. Das macht die Frisur. Also ich glaube an den Zufall nicht. Es gibt noch ganz andere Zufälle. Ja klar. Bei Julia und dir ist alles Zufall. Es ist purer Zufall, dass ihr das gleiche Lieblingseis habt und keine Anchovies mögt. So wie über zig Millionen andere Menschen auch. Das muss noch lange nicht heißen, dass Julia und ich Zwillinge sind. Na gut, aber was ist mit all den Kinderkrankheiten? Oder der Lungenentzündung, die ihr gleichzeitig hattet, obwohl ihr getrennt voneinander aufgewachsen seid? Und dann die Knochenmarkstransplantation. Das hat natürlich alles rein zufällig funktioniert. Ja, schön, ich gebe ja zu, das mit dem Knochenmark ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber rein theoretisch ist das möglich. Das hat mir Gero noch erklärt. Rein theoretisch ist es auch möglich, dass wir beide gar keine Halbgeschwister sind. Oder ich Clarissas Tochter. Immerhin habe ich dunkle Haare, so wie sie. Jan, ich möchte doch nur nicht, dass du dich da in irgendwas hineinsteigerst und im Nachhinein furchtbar enttäuscht bist. Hm? So, da bin ich wieder. Und, alles klar? Das ist gut. Ich fänd's auch beschissen, wenn ich euch auseinanderbringen würde. Obwohl ich dich total gerne hab. Aber Hauptsache, wir bleiben Freunde. Wäre ja auch schade, wenn unsere Freundschaft drunter leiden würde. Und außerdem muss der Zirkel ja auch noch an den Mann gebracht werden. Tja, da könnte es allerdings ein Problem geben. Gina meint nämlich, es wäre besser, wenn wir beide uns nicht mehr sehen. Was? Aber darauf hast du dich ja wohl nicht eingelassen. Ich fass es nicht, dass du sowas mit dir machen lässt. Und was ist jetzt mit den ganzen Sachen hier? Sollst du das jetzt auch alles alleine machen? Oder will Gina das jetzt übernehmen? Weiß nicht. Na toll. Aber wenn Gina etwas will, dann bist du natürlich sofort da. Jackie. Nix, Jackie. Mach du nur das, was deine Gina von dir will. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hi. Hallo, Tanja. Schön, dass du wieder mal vorbeischaust. Wie ich sehe, komme ich gerade richtig. Setz dich doch. Danke. Und? Bist du fündig geworden? Ben hat mich zu so einer beknackten Wohltätigkeitsgala verdonnert. Jetzt bin ich 2 Stunden durch die Boutiquen gerast, um noch schnell ein neues Kleid zu finden. Ja, so ist es nun mal, wenn man mit einem Grafen verheiratet ist. Hier sind solche langweiligen Termine sicher auch nicht erspart geblieben. Ich hatte zum Glück sehr schnell meine eigene Firma. Das war immer eine gute Ausrede. Christoph konnte nichts dagegen tun, weil Linie Clarisse richtig Geld gebracht hat.
Wie hast du das eigentlich gemacht? Ich meine, man kann doch nicht einfach hingehen und sagen, ich ziehe jetzt sowas auf. Nein, nein, so geht das natürlich nicht. Das musst du Schritt für Schritt aufbauen. Ich wollte ein Modehaus für höchste Ansprüche. Ganz einfach. Und das habe ich nach und nach verwirklicht. Und woher konntest du das alles? Ich meine, wo hast du beispielsweise gelernt, wie man eine Firma führt? Ich habe mich immer etwas dümmer gestellt, als ich eigentlich war. Wenn du blutjung bist, dann geht das, dann erklären dir die Leute alles. Christoph kam sich immer besonders wichtig vor, wenn er seinem kleinen Frauchen was erklären durfte. Ja, und was ich von ihm nicht lernen konnte, das habe ich mir eben woanders geholt. So wie du das jetzt auch machst. Ich verrate dir noch was. Du brauchst die richtige Nase für Trends. Und wenn du was entdeckt hast, dann musst du sofort handeln. Dann steht dem Erfolg nichts mehr im Wege. Klingt nicht schlecht. Ja, das ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall besser, als auf unbedeutende Wohltätigkeitsveranstaltungen zu rennen. Papa! Abendessen! Bist du da? Scheint noch im Büro zu sein. Muss er sich den später warm machen. Ich hole mir schnell Besteck und Teller. Oh, Ramons Fotos. Sind ganz gut geworden, oder? Die Frisur ist tatsächlich wie bei Clarissa. Ja, und die Nase ist auch ganz ähnlich. Und der Mund, der ist fast so wie bei mir. Ich weiß nicht. Und schon mal die Ohren. Die sehen doch genauso aus wie meine. Tatsächlich. Sie hat auch 2. Sehr witzig. Ach, ist doch wahr. Ich kann überhaupt keine Ähnlichkeit zwischen dir und dieser Ulrike Pfeiffer feststellen. Ich aber. Jan, es gibt so viele Menschen, die sich ähneln, obwohl sie nicht verwandt sind. Außerdem ist es ja wohl eine Tatsache, dass du mit Julia eine ganz besondere Verbindung hast. Das grenzt doch schon an Telepathie. Überleg doch mal, als Julia ihren Reitunfall hatte. Das hast du doch richtig gespürt, obwohl du kilometerweit entfernt warst. Trotzdem. Ich muss wissen, ob diese Trude Pfeiffer nicht die Wahrheit gesagt hat. Ich muss herausfinden, ob Julia vielleicht doch nicht meine Schwester ist. Verstehst du das nicht? Doch, das verstehe ich. Diese Marketing-Leute gehen mir langsam auf den Keks. Stell dir vor, da sage ich diesem Produktmanager wegen den Fanartikeln und diesen T-Shirts, was für ein angestaubtes Zeug er mir andrehen will. Da wird der Kerl auch noch frech und meint, ich hätte ja keine Ahnung. Und sowas von einem 29-jährigen Würstchen. Den würde ich gleich feuern. Am besten, ich schmeiß gleich die ganze Abteilung und mache alles selbst. Ich frage mich ohnehin, warum du so einen Auftrag außer Haus gibst. Du bist Geschäftsführer bei Avatex. Wieso lässt du die T-Shirts nicht da machen? Dann steckst du dir das Geld quasi von der einen in die andere Tasche. Es würde sich sogar rechnen. Ich habe mir mal erlaubt, ein paar Preise bei Avatex kalkulieren zu lassen. Die liegen eindeutig weit unter den Preisen, die dein Produktmanager dir angeboten hat. Hier, ich habe mal alles aufschreiben lassen. Danke. Ich guck's mir morgen an. Jetzt bin ich zu müde. Gute Nacht. Bist du noch wach? Wie du siehst. Ich habe gerade Gina im Bad getroffen. Sie scheint ganz schön fertig zu sein. Wieso das denn? Sie hat doch ihren Willen gekriegt. Wieso denn ihren Willen? Ich habe Jackie ganz brav gesagt, dass ich mich nicht mehr mit ihr treffen darf. So wie sie es befohlen hat. Also es ist ja wohl klar, dass Gina allergisch auf Jackie reagiert. Dafür gibt es keinen Grund. Naja, also ich meine, Jackie hat sich immerhin in dich verknallt. Trotzdem finde ich es scheiße, mir den Umgang mit ihr zu verbieten. Was verspricht sie sich davon? Sie will dich nicht verlieren. Ach, und sie denkt, so kann sie das verhindern? Nein. Aber für Gina ist es einfach leichter, wenn sie weiß, dass du dich nicht mehr mit Jackie triffst. Kann schon sein. Aber ich kann doch nicht auch noch dafür bestraft werden, dass Jackie sich in mich verknallt hat. Da kann ich doch nichts dafür. Wieso wirst du denn bestraft? Ich denke, dir liegt nichts an Jackie.
Nein, aber sie ist ein super Kumpel und eine Riesenhilfe beim Verkauf. Ansonsten ist sie mir egal. Dafür, dass sie dir egal ist, machst du aber einen ganz schön Wirbel um sie. Ich lasse dich im Moment so ungern allein. Ich weiß. Aber Tim ist ja noch da. Und vielleicht kommt Julia auch bald zurück. Hoffentlich. Ich kann die Reise leider nicht verschieben. Der Termin steht schon ganz lange fest. Du bist ja jederzeit erreichbar. Vielleicht komme ich nach? Oh ja. So, nun los. Sonst wartet dein italienischer Geschäftsfreund vergeblich am Flughafen. Und das kann ich ihm nicht zumuten. So ist es. Komm. Mach's gut. Du auch. Nicht schlecht. UV-Schutz ist ein echter Trend der 90er. In den USA gibt es schon ganze Kollektionen aus entsprechend präpariertem Material. War das deine Idee? Nein, das kommt von Tanja. Na, sieh mal einer an. Die legt ja ein atemberaubendes Tempo vor. Erst gestern war sie hier bei mir und hat sich ein paar Tipps geholt. Da habe ich ihr gesagt, wie wichtig das richtige Näschen für Trends ist. Aha, dann war das deine Idee. Nein, nein. Das hier stammt voll und ganz von Tanja. Ich habe sie, naja, sagen wir, ein bisschen inspiriert. Und würdest du Avatex diesen Auftrag geben? Ja, wieso nicht? Avatex kann jede gewünschte Qualität verarbeiten. Also auch Stoffe mit UV-Schutz. Aber wenn du das deinem eigenen Laden nicht zutraust, dann kann ich dir auch gerne irgendwo anders Angebote machen lassen. Nein, nein, das wird nicht nötig sein. Schließlich ist es doch viel schlauer, das Geld von der einen in die andere Tasche zu stecken. Nicht schlecht, der Spruch. Der kommt auch von Tanja. Deine kleine Frau ist vielleicht berechnend und verlogen, aber dumm ist sie nicht. Sag mal, habt ihr gestern eigentlich noch mal geredet? Über Jackie, meine ich. Nee, wir sind praktisch gleich eingeschlafen. Außerdem ist für mich die Sache gegessen. Und ich hoffe für Ramon ebenfalls. Ich weiß nicht, ob es so schlau von dir war, ihm den Umgang mit dieser Jackie zu verbieten. Naja, wenn er sie sehen will, dann wird er es von jetzt ab heimlich tun. Meinst du wirklich? Naja, ich bin mir natürlich nicht sicher, aber es könnte doch sein, dass du durch deine Vorschriften genau das Gegenteil erreichst. Ich will doch nur verhindern, dass diese dumme Kuh weiterhin meinen Freund anbaggert. Ja, aber er muss sich ja nicht anbaggern lassen. Ach, Ramon ist auch ein Mann. Aber wenn zwischen den beiden wirklich nichts gewesen ist, dann muss er sich jetzt ganz schön bevormundet vorkommen. Naja, vielleicht solltest du Ramon einfach mehr vertrauen. Durch Gewalt kann man sowieso niemanden halten. Und durch Verbote schon gar nicht. Hm? Danke. Werbung, Rechnung, Werbung. Nee. Wieder nichts von Julia dabei. Aber hier. Woher wissen die nun schon wieder, dass Julia verschwunden ist? Vielleicht haben sie bei ihr in der Redaktion angerufen. Aber auch so, es waren ja genug Leute da, die den Pfeiffer-Auftritt mitgekriegt haben. Als Baby möglicherweise vertauscht. Vielleicht ist sie gar nicht die echte Gräfin von Anstetten. Ich dulde nicht, dass die Zeitungen so einen Schwachsinn verbreiten. Was willst du dagegen machen? Das ist alles sehr vorsichtig formuliert. Also nichts Konkretes, wogegen man vorgehen kann. Wir müssen als erstes beweisen, dass diese Trude Pfeiffer eine Lügnerin ist. Dann darf keine Zeitung der Welt diesen Schwachsinn drucken. Vielleicht sollten wir uns die Pfeiffer einfach noch ein bisschen genauer angucken. Nein. Wir fahren zuerst ins Krankenhaus. Vielleicht gibt's noch Aufzeichnungen über die Zimmerbelegung vom 5. Januar 75. Wie willst du da rankommen? Das ist doch alles unter Datenschutz. Ich kenne den Verwaltungsdirektor dieses Krankenhauses. Wir sind zusammen
im Vorstand einer Wohltätigkeitsorganisation tätig. Der wird uns bestimmt helfen. Ja, es geht doch nichts über Vitamin B. Ja. Sollen wir gleich los? Ja, wir rufen Jan vom Autohaus an. Jan. Ja, ich möchte, dass er dabei ist. Er ist sehr interessiert an dieser Geschichte. Ich würde sagen, wir treffen uns um 11 im Krankenhaus. Bis dahin müssten wir es doch schaffen. Hm? Und wenn diese Pfeiffer nie in diesem Krankenhaus entbunden hat, dann rate ich ihr, sich schon mal einen guten Anwalt zu nehmen. Die Entwürfe für die T-Shirts bringe ich im Laufe des Tages mit. Besorgen Sie in der Zeit schon mal die Stoffproben. Ja, der UV-Schutz muss unbedingt gegeben sein. Wie ich auf die Idee gekommen bin. Es gibt eben Menschen in meiner Umgebung, die mitdenken. Ja, das ist absolut trendy. Genau. Die Stückzahlen legen wir dann fest, sobald wir die Preise für die Stoffe haben. Wenn Sie dann noch Fragen haben, können Sie mich jederzeit anrufen, ja? Gut, und dann bis später. Wo willst du denn hin? Lass uns doch noch ein bisschen kuscheln. Das geht nicht. Ich habe wahnsinnig viel zu tun. Schließlich muss ich jetzt alles alleine machen. Das dauert ja ewig. Der Typ bewegt sich im Zeitlupentempo. Hab ich irgendwas verpasst? Nee, der Archivar sucht noch die Akten. Sie haben Glück, dass wir die Akten noch nicht vernichtet haben. Normalerweise müssen wir die nur 10 Jahre lang aufheben. So, Januar 75, K wie Kaufmann. Kaufmann. Aha. Kaufmann Clarissa wurde eingeliefert mit Tochter Julia mit Kreislaufkollaps. So, P wie Paula. Wie war jetzt noch der andere Name? Pfeiffer, Trude. Mit Tochter Ulrike. Komisch. Pfeiffer finde ich hier gar nicht. Ha, doch, da. So. Pfeiffer, Trude. Mit Tochter? Ja, mit Tochter Ulrike. Das muss gar nichts heißen. Das heißt zumindest, dass die Alte nicht gelogen hat. Sie war hier. Und wenn sie hier war, ist die Möglichkeit da, dass Julia doch nicht meine Schwester ist.